So Leute, wir machen jetzt eine kleine Snackpause inklusive coolen Snack. Den habe ich nämlich vor ein paar Tagen gefunden. Das ist der Pamela Reif Oat Bar Chai Spice. Das ist der Geschmack von ihrem Bruder. Also von ihrem Bruder. Nein, also das ist seine Kreation quasi. Die gab es schon mal. Damals habe ich sie aber nicht bekommen. Und jetzt ist sie ins Dauersortiment gewandert, wenn ich das richtig verstanden habe. Es gibt auch noch einen anderen Riegel, der neu ist. Den habe ich auch schon getestet. Der ist lecker. Allgemein haben die jetzt alle eine weichere Konsistenz bekommen. Der lässt sich gut öffnen, Leute. So richtig schön im Ganzen. Also, so sieht der aus. Meine Nägel beachten wir nicht. Die sind ein bisschen kaputt. Und der hat so ein richtig großes Stück hier auch. Vielleicht mache ich das mal so, dass ich das... Sieht gut aus. Ja, also, wenn man Chai-Tee mag, mega bestimmt. Schmeckt auch wirklich lecker. Aber ich mag halt nicht so gern Chai Latte und Chai-Tee. Und es schmeckt schon sehr doll danach. Aber es ist schon lecker. Ich weiß es gar nicht so genau. Ich glaube, ich mag ihn. Ist mal was ganz anderes. Aber der ist nicht so weich. Dieser neue Schokoladenbar, der ist richtig weich. Also wirklich wie Butter. Der ist nicht so trocken wie die früher, ne? Ich fand früher waren die Riegel immer richtig trocken von Pamela. Aber auch nicht so weich. Ich hoffe, man kann es erkennen. Also ich würde ihm jetzt eine 6 oder 7 von 10 geben. Und das ist echt gut. Also dafür, dass es ein Chai Latte Riegel ist. Also ich esse ihn jetzt ja auch gerade auf, ne? Es ist jetzt 10:45 Uhr. Und ich hatte schon mega Hunger. Ich glaube, ich mache mir auch gleich Mittagessen. Weil ich habe Hunger. Achso, falls irgendjemand die Nährwerte interessiert. Falls nicht, jetzt gut weghören. Der Riegel hat 198 Kalorien. 4,4 Gramm Protein. 12 Gramm Fett. Und 16 Gramm Kohlenhydrate. Und hat 2,29 € gekostet. Und sind... Weiß ich nicht. Wie viel Gramm sind das? Steht das hier irgendwo? 40 Gramm. 40 Gramm.
Und ich fand die Inhaltsstoffe cool, eigentlich. So aus Buchweizen, Cashewkern, glutenfreie Haferflocken, so wie immer. Sonnenblumenkernpaste, Kokosblütensirup, Cashewkerne, Sonnenblumenkerne, Kakaobutter, Chaigewürz, also Zimt, Nelke, Anis, Kardamom, Ingwer, Muskatnuss, Meersalz, ja. Ich glaube, ich mag diesen Muskatnussgeschmack nicht so gern. Erinnert mich ein bisschen an Kartoffelbrei. Aber sonst ist es lecker. Also, ich kann es schon empfehlen. Ich würde ihn mal testen an eurer Stelle. Ja, ich war übrigens krank. Und bin jetzt gerade so ein bisschen auf dem Weg, wieder gesund zu werden. Aber ich muss halt lernen, ne? Die ganze Zeit. Lernen, lernen, lernen. Ich habe mir jetzt überlegt, weil die Datteln hier eben immer noch neben mir stehen. Ich koche in so einer Stunde. Dann mache ich jetzt gleich noch eine Lernsession. Und wir essen jetzt noch ein paar Datteln, weil ich brauche echt noch ein bisschen irgendwas zu essen. Ich bin so ein Schleckermaul. Also ich brauche halt echt immer über den Tag viele Snacks. Und das ist mein Lieblingssnack. Und deswegen zeige ich ihn euch jetzt nochmal genau. Also ich habe so eine Tüte voll Datteln. Das sind Medjool-Datteln. Medjool-Datteln sind die besten Datteln. Und die sind so richtig, richtig soft. Hört mal. Man hört, glaube ich, gar nichts. Aber die sind so richtig juicy. Lecker. Ne, wirklich lecker. Und dann nehme ich immer so eine Dattel. Und das ist jetzt ein frisches Glas Nussmus. Das machen wir jetzt auf. Oh, es hat gar nicht so toll geknackt. Aber es ist wirklich frisch. Es ist niegelnagelneu. Und erstmal Taste testen, ob es auch lecker ist. Ich gehe da auch immer wieder mit meiner Gabel rein. Das ist ja mein Glas. Falls jemand damit ein Problem hat, darf er es behalten. So. Jetzt kleben meine Hände und meine Haare sind gleich dann klebrig. Dann nehmt ihr euch diese Dattel. Jetzt kommt die ultimative Anleitung. Ihr müsst jetzt aufpassen. Ihr nehmt euch jetzt diese Dattel und stecht sie so einigermaßen gut auf, damit sie nicht abflutscht. Jetzt nehmt ihr euch euer frisches Nussmusglas und tippt die so einmal so richtig rein. So richtig. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber die ist so richtig schön angejuiced. Okay. Okay, das war intens. Es klebt dann ein bisschen im Mund. Und normalerweise teile ich die auch durch 2. Also ich nehme nicht so ein ganzes Ding. Aber ich wollte es euch jetzt gerade mal wirklich so richtig intensiv präsentieren. Also normalerweise mache ich das so. Ich nehme die und hole dann den Kern raus. So. Dann teile ich die so. Und dann kann man die hier auch noch so ein bisschen aufmachen. Dann nimmt sie noch ein bisschen mehr Erdnussmus auf. Dann steche ich da so von oben rein. Da muss auch wirklich, das muss laufen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das muss gut sein. Das ist jetzt das von Lidl. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Kostet 1,85 € oder so. Und ich habe einen sehr hohen Verbrauch, deswegen ist gut. Davon esse ich dann immer so viele über den Tag. Aber oh, schaut euch das an. Seht ihr das, wie juicy das ist? Lecker. Aber so, wenn ich jetzt so Hunger habe und so Energie brauche, dann mal so 3, 4 Stück. So. Meistens, bis ich halt satt bin, so. Und
Dann habe ich auch keinen Hunger, weil ich hasse es, mit Hunger zu kochen. Weil sonst esse ich die ganze Zeit während des Kochens. Und das ist ein bisschen nervig. Und dann kann ich in einer Stunde ruhig kochen. Und dann kommt der Hunger so in 2 Stunden, glaube ich, wieder. Also. Ja, das war's jetzt von mir mit der Anleitung. Erdnussmus ist lecker. Was ist euer liebstes Nussmus? Könnt ihr mir gerne mal mitteilen. Und ich habe jetzt meine Snackpause mit Riegel, Datteln und Nussmus gut gefüllt, finde ich. Ich finde es ein guter Snack. Was ist euer liebster Lernsnack? Würde mich mal interessieren. Und wir hören uns nachher nochmal. Ja, es ist mittlerweile 22:15 Uhr, 16 und wer hat sich nicht gemeldet? Ich. Ich habe hier gerade noch gekocht. Es gab so einen sehr schön eingelegten Tofu. Bah, haben sieht das so eklig aus. Also es war in Öl eingelegter Tofu, sehr stark in Öl eingelegter Tofu, den ich im Airfryer gemacht habe. Der ist auch noch ganz warm, das gute Teil. Ich liebe ihn. Das wasche ich jetzt nämlich auch schön brav ab, damit der schön sauber bleibt. Weil das sieht echt räudig aus. Und genau. Wie schön sieht eigentlich mein Obstkorb aus. Also, ich mag ihn. Das sind Mandarinen. Ich liebe Mandarinen. Und ich habe auch Orangen. Die esse ich leider nicht so oft, weil ich finde Mandarinen praktischer. Die kannst du einfach so schälen. Orangen ist immer eine Arbeit. Aber wenn ich mir Orangen mache, dann mache ich immer gleich so 4 Stück. Deswegen, die kriege ich auch noch auf. Top. Ich habe übrigens noch eine Empfehlung und eine Anti-Empfehlung für euch, die ich mit euch teilen kann. Übrigens, ich habe auch richtig viele Äpfel gekauft. Die zeige ich euch auch gleich nochmal. Einmal die Anti-Empfehlung, das Negative zuerst, ist diese Mate. Man sieht, es ist nicht viel draußen. Mehr war auch nicht möglich. Ich habe einen Schluck davon genommen. Und dann habe ich mich entschieden, dass ich nicht verstehe, dass man das als Getränk verkauft. Ich weiß, Mate ist allgemein, also ich finde Mate allgemein eklig. Aber diese Mate, das ist Sugar-Free Mate, das ist eigentlich aber auch egal. Weil Mate an Gesicht, aber auch, also nein. Kauft es nicht, Leute. Ich habe mich damit sehr cool gefühlt. Ich mag das Glas, ich glaube, ich kippe das jetzt weg. Und es sprudelt sogar. Es sprudelt, es schmeckt einfach räudig. Vielleicht kann man damit ja noch irgendwas Schönes machen. Ich überlege mir was, weil an sich ist es ein schönes Glas. Aber eigentlich glaube ich, nein. So, und jetzt die Empfehlung. Ich habe davon nämlich 2. Ich habe vorhin schon 1 davon verspeist. Und jetzt zeige ich euch Nummer 2. War im Angebot. Und da wollte ich es mal ausprobieren. Und zwar ist das eine Bowl, eine Smoothie Bowl von Dr. Oetker. Ich bin ganz begeistert. Also wirklich, das ist voll das schmackofatze Teil. Das ist so lecker, so fruchtig. Ich habe da jetzt noch Saaten und Granola und so drauf gemacht, weil hier stand Ready to eat or Pimp it up. Und da habe ich mich ja angesprochen gefühlt und bin da ein bisschen kreativ aufgegangen. So Cornflakes und noch ein Granola drauf gemacht und noch eine halbe Banane. Muss man ja nicht, aber schmeckt so auch sehr lecker. Da ist so drin Zeug. Also Obst nur. Kiwi, das sind auch richtige Kiwi-Stückchen und so Kiwi-Kerne. Toll. Ananas, Banane, Apfelsaft, Apfelmark, Stärke, geschrotete Leinsamen. Also das ist so richtig so ein Erlebnis. Finde ich cool. Also muss man sich jetzt nicht ständig kaufen. Ist ja auch viel Fruchtzucker, glaube ich. Aber ich fand es sehr lecker. Das kann ich euch noch empfehlen. Und jetzt muss ich euch noch mal ganz kurz hier meine Äpfel zeigen. Ja, schaut es euch an. Neben meinem hässlichen Besteller. Meine Äpfel. Die habe ich vorhin alle abgewaschen. Ihr habt gerade einen kleinen Twist gehabt. Ich wasche jetzt weiter ab. Und ja, genau. Das war übrigens mein Abendessen. Also ich habe, falls es euch interessiert, ich habe so marinierten Tofu gehabt. Dann hatte ich rote Beete, diese Knollen, die habe ich so gewürfelt. Dann hatte ich Feldsalat. Dann hatte ich Kartoffeln
Dann hatte ich Dressing und dann hatte ich noch Walnüsse oben drauf. War sehr lecker, wirklich sehr lecker. Und danach halt diese Smoothie Bowl. Also nicht die, aber genau die gleiche. Also es gibt da noch eine rote Variante von. Die war nicht reduziert. Deswegen habe ich zweimal die grüne genommen. Und genau, es war genau die gleiche Sorte. Und die war lecker. Und dann habe ich diesen Mate-Ding probiert und dann, ja, dann war es nicht mehr so lecker. Deswegen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war cool, aber es war auch ein bisschen unstrukturiert am Ende. Ich würde sagen, ich habe stark gestartet und stark nachgelassen. Ich gebe mir selbst eine bisher. Vielleicht kann ich im Schnitt noch was reißen. Aber wenn ich das Video jetzt so aneinander reihe, glaube ich, wird es eine solide 5 von 10. Aber vielleicht mache ich auch richtig coole Übergänge noch. Vielleicht werde ich richtig kreativ im Schnitt. Manchmal habe ich da so kreative Phasen. Dann könnte es noch cool werden. Falls ihr noch ein bisschen Obst sehen wollt, weil Obst ist cool, kann ich euch auch noch mehr Obst zeigen. Vielleicht reißt es auch noch was raus. Und ihr interessiert euch ja immer für so Sachen von mir, deswegen zeige ich euch das jetzt noch. Und dann haben wir einen obstigen Abschied. Ich esse es heute nicht, weil ich bin jetzt wirklich voll. Aber ich habe es gekauft, weil es sehr cool ist und ich momentan auf dem Obsttrip bin. Sollte ich eigentlich nicht, weil Obst ist nicht magenschonend. Aber ich crave aktuell sehr viel Obst. Ich weiß nicht wieso. Es ist ja eigentlich auch nicht Saison. Deswegen kommt diese Nashi-Birne auch aus China. Aber ich habe sie gekauft. Sie sieht schon ein bisschen mitgenommen aus, aber Nashi-Birnen sehen immer so aus. Ja, deswegen ist das in Ordnung. Das ist eine Nashi-Birne, falls ihr sie nicht kennt. Schmecken sehr lecker, wenn ihr die ein bisschen warm macht. Kann ich empfehlen. Dann haben wir noch eine gute alte Mango. Ist ein bisschen älter schon. Eine Kent-Mango aus Peru. Sie ist sehr lecker. Also, ich hoffe, sie ist lecker. Mangos sind lecker. Man merkt, es ist spät. Granatapfel. Der ist von Foodsharing und der ist schon alt. Aber ich habe ihn da. Und ich esse ihn bestimmt bald auch. Aber Granatapfel zu schälen ist immer ein Akt. Und ich habe keine Zeit und keine Nerven, das alles sauber zu machen. Last but not least, mein Herzstück. Pomelo. Oder Pomelo oder wie auch immer. Ich liebe dieses Teil. Falls ihr noch nie eine Pomelo, wie auch immer, probiert habt, holt euch das. Sie ist genauso groß wie mein Kopf und sie ist schneller weg, als ihr atmen könnt. Das Ding ist das Leckerste, was es gibt. Und die schmecken super geil. Und es ist eine pinke Pomelo. Holt euch die pinken. Es gibt auch weiße. Nein, ihr braucht die pinken. Und die kommt auch aus China. So viel dazu. Heute gibt es also viel chinesischen Content. Nein, ihr seid nicht auf TikTok. Ihr seid immer noch auf YouTube, aber muss auch mal sein. Jetzt aber Schluss mit lustig. Man merkt immer noch, es ist spät. Es ist mittlerweile auch fast halb. Und deswegen würde ich sagen, flott, für mich ins Bett. Erstmal abwaschen, dann ins Bett. Für euch weiß ich nicht, was ihr macht. Was macht ihr jetzt? Schreibt, wenn ihr bis hier geschaut habt, schreibt mal in die Kommentare, was ihr jetzt macht. Das ist ein Deal. Tschüss.